die Deutschen hatten keine. Das will der Kaiser ändern. Eine so schöne Flotte möchte ich auch einmal haben, sagt er. Schon als Kind träumt Wilhelm von riesigen Kampfschiffen unter deutscher Flagge. Victorias Nachfolger König Edward misstraut seinem marinebegeisterten Neffen. Bald wird er ihn als schärfsten Widersacher Englands bezeichnen. Denn ab 1898 beginnt Kaiser Wilhelm mit dem Bau einer eigenen Flotte. Sein Planer wird der spätere Admiral Alfred von Tirpitz. Über 60 Schlachtschiffe sollen in nur 20 Jahren gebaut werden. Im Lieblingsspielzeug des Kaisers steckt politische Sprengkraft. Du immer mit deiner Marine. Dabei ist unsere Flotte verglichen mit der englischen doch eher bescheiden. Papperlapapp. Für Wilhelm ist dies aber nur eine Frage der Zeit. Mit Hilfe von Industriellen wie Krupp und Strategen wie Tirpitz. England sieht sich und das europäische Gleichgewicht durch den Flottenbau bedroht, fühlt sich herausgefordert vom Wilhelminischen Reich. Der selbsternannte erste Seemann der Nation, weiß er um die Risiken? Die Flotte stand auch für deutsche Weltpolitik, für Gleichrangigkeit mit der Seemacht England. Es war eine Illusion zu meinen, dass man das ohne Konflikt würde durchsetzen können oder meinte, einen solchen Konflikt leicht bewältigen zu können. Dieses Denken in den Kategorien des Prestige, der Ehre, der weltpolitischen Gleichberechtigung, das hat die deutschen Eliten der wilhelminischen Ära geprägt. Und insofern ist die Flotte eines der populärsten Projekte jener Zeit gewesen. Vor allem beim Bürgertum. Prachtvolle Häuser an den Boulevards der schnell wachsenden Städte zeugen vom Bemühen der aufstrebenden Schicht um Status und Ansehen. Die Flotte trage dazu bei, glaubt man. Denn die Propaganda der Marine macht selbst den jüngsten deutsche Seemachtsträume schmackhaft. Viele Händler, Unternehmer und Beamte träumen mit und fühlen sich von ihrem Kaiser gut vertreten auf dem Weg zur Weltgeltung. Er gebärdet sich wie ein Alleinherrscher im Reich, obwohl es einen Kanzler und ein Parlament gibt, die ja laut Verfassung mitbestimmen. Wilhelm hat ja eine ganz interessante Mischung zwischen, sage ich mal, Größenwahn und Depression. Er sah sich eigentlich in der Rolle eines absolutistischen Monarchen, der von Gottes Gnaden in sein Amt eingesetzt ein persönliches Regiment führt. Er ist der Steuermann am Schiff Deutschland, der den Kurs bestimmt. Das war seine Rolle, die er spielte, auch das Selbstbild, was er zum Teil von sich hatte. Wo liegen die Ursachen für solchen Größenwahn? Schon in der Kindheit? Wilhelm ist seit seiner Geburt 1859 verkrüppelt, Folge eines ärztlichen Kunstfehlers. Der linke Arm hängt schlaff herab, er hat Schmerzen im linken Ohr und Gleichgewichtsstörungen. Die Eltern versuchen, den Makel des Thronfolgers zu beheben. Mit 4 Jahren wird Wilhelm in ein Streckkorsett gesteckt, um seine schiefe Kopfhaltung zu korrigieren. Eine Armstreckmaschine soll die Versteifung des Armes verhindern. Doch die rigorosen Behandlungen bringen nicht den gewünschten Erfolg. Auch die Elektrotherapie, die die Muskulatur des Armes stärken soll, hilft nicht. Sie wird aufgrund der, wie es heißt, nervösen Reaktion des Prinzen schließlich abgebrochen. Die Behinderung belastet die Beziehung zu seiner Mutter. Sein Arm verdirbt mir jede Freude und jeden Stolz, den ich an ihm haben sollte.
schreibt sie in einem Brief an Wilhelms Großmutter Queen Victoria. Er wird nie männlich sein. Was vielleicht noch gravierender war als die körperlichen Belastungen, war die Tatsache, dass seine Mutter ihn deswegen praktisch nicht ins Herz schließen konnte. Sie hat sich immer geschämt, weil sie diesen Sohn auf die Welt gebracht hatte. Das hat dazu geführt, dass Wilhelm sehr früh sich abgewendet hat von seinen liberalen Eltern und sich hingezogen fühlte zum preußischen Militär. Trotz seiner Behinderung entwickelt er sich zu einem passablen Reiter, wenn auch nur auf eigens zugerittenen Pferden. Und wird ein passionierter Jäger, solange man ihm das Wild vor die Flinte treibt. Wilhelm ist oberster Kriegsherr, befehligt eine hochmoderne Militärmaschinerie. Am liebsten spielt er den Feldherrn, wechselt bis zu 6 Mal am Tag die Uniform. Alle Tage Maskenball. Gerne schlüpft der Kaiser für Kostümfeste in die Rolle Friedrich des Großen, des großen Kurfürsten und anderer Schlachtenlenker. Er liebte diesen Kostümspaß, aber dadurch entstand ein Eindruck, als ob nur die Uniform zählte. Und das ist Militarismus. Nicht in der erobernden Form, sondern in einer Art von permanentem Bühnenauftritt. Man trat als Militär auf und das Militär war der erste Stand im Staate, speziell aus der preußischen Tradition. Das war fatal. In Deutschland gilt der Rang beim Militär mehr als die Leistung im zivilen Leben. Kriegervereine und nationale Verbände geben den Ton an. Wer ausschert, macht sich verdächtig. Für Wilhelm war natürlich jeder Deutsche, der ihn nicht anhimmelte, der nicht zur Monarchie stand, der die Armee kritisierte, die Flotte kritisierte, überhaupt republikanisch war, ein schlechter Deutscher. Nicht nur deshalb ist des Kaisers Verhältnis zur Arbeiterschaft im Reich gespalten. Industriearbeiter beginnen sich zu organisieren, wollen nicht nur eine bessere Lebenshaltung und mehr Mitbestimmung, sondern auch eine politische Vertretung. Dafür steht die SPD. Die Feierlichkeiten am Sedanstag erinnern jedes Jahr an den Sieg deutscher Truppen über die Franzosen im Jahre 1870. Sozialdemokraten wie dem Schriftsetzer Philipp Scheidemann aus Kassel ist der Hurra-Patriotismus ein Dorn im Auge. Die Genossen haben sich die Verteidigung der Arbeiterinteressen auf die Fahne geschrieben. Und mehr Demokratie. Krieg den Kriege! Lest ihn vorwärts! Kommt in die Partei! Ihr Credo ist nicht Krieg, sondern Völkerverbrüderung. Hier. Wir wollen gleiches Recht für alle! Da haben Sie recht, meine Herren, das ist revolutionär! Verschwindet bloß! Verschwindet, ihr Umstürzler! Für die Demokratie! Für die Demokratie! Hier, Kumpel, wir geben den Arbeitern eine Stimme im Reichstag! Ja. Ungeheuerlich ist das am Sedanstag! Ein Skandal ist das! Wissen Sie, wo uns Wilhelms Großmannszucht hinführt? Geradewegs in den Krieg! Ihr vaterlandslosen Gesellen! Schlechte Patrioten zu sein, dieser Vorwurf wird die Sozialdemokraten noch lange begleiten. Hey, was soll das denn? Finger weg! Ich will die Demokratie! Für den Kaiser sind Sozialdemokraten, Zitat, eine Rotte von Menschen, nicht wert, den Namen Deutscher zu tragen. Er ist zwar bereit, die soziale Situation der Arbeiter zu verbessern, doch politischen Protest wertet er als Angriff auf seine Person und damit die Nation. Die Sozialdemokratie